Vainor wurde von meinen Eltern gegründet 1960 und damals machten meine Eltern Vorhangschienen am Bau und sie machten Fensterbänke. Und heute ist Vainor der Marktführer für Sonnen- und Wetterschutz auf der Terrasse in Nordeuropa. Das Unternehmen hat heute ca. 350 Mitarbeiter mit einem Vertrieb über ganz Nordeuropa. Und wir stellen her Produkte für die Terrasse des privaten Endnutzers. Das Unternehmen hat sich massiv geändert. Es hat sich verändert von einem Unternehmen, das Produkte anbot, die eher standardisiert und einfach sind, zu einem Produktangebot, das hochtechnisch geworden ist. Die Herstellung von hochwertigen Produkten in immer kürzeren Markteinführungsphasen zeitgleich mit möglichst geringen Kosten zu produzieren, das basiert zu einem großen Teil auch auf der Auswahl der richtigen Werkzeuge. Creo und Windchill, das sind die Tools, die bei Vainor zum Einsatz kommen, um einerseits das Produkt von der ersten Idee an in einer ansehbaren und entscheidbaren Form zu entwickeln. Auf der anderen Seite bietet das Tool die Basis, sämtliche weiteren Schritte im Produktlebenszyklus oder in der Produktentstehung mit dem Tool zu bedienen. Ja, die große Herausforderung ist, dass der Kunde von uns erwartet eine hohe Funktionalität, eine hohe Modularität, sodass die einzelnen unterschiedlichen Produkte sich gut miteinander kombinieren lassen, eine sehr hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit, einfache Montagefähigkeit und dann am Ende schickes Design. Die Planung, Entwicklung und Bewertung eines Produktdesigns wird durch Creo und Windchill sehr stark vereinfacht durch die hohe visuelle Qualität der Darstellung. Auch die Kaufleute, zum Beispiel ich, kann sich dann am Ende relativ bald vorstellen, wie das Produkt aussehen wird. Wir können 3D-Plotter gezielt ansprechen, sodass wir die Teile in der Hand haben können. Das macht es in der Produktion einfacher. Wir sind also mit dem Einsatz im Marketing, in der Produktkommunikation wesentlich früher fertig. Und somit verschiebt sich der Punkt Time to Market nach vorne. Es ist ja offensichtlich, dass die Welt sich immer stärker digitalisiert. Und wir als mittelständisches Unternehmen brauchen sehr, sehr starke Partner, die uns auf diesem Weg begleiten. Und ich bin sehr sicher, dass wir da sehr starke Partner gefunden haben.